Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico und wir beschäftigen uns heute mit der Doppelzunge. Los geht's! Jawohl, das heutige Thema ist die Doppelzunge. Wenn ich mich dem Thema annähern möchte, muss ich erstmal verstehen, wie das Ganze denn auf der Trompete funktioniert, beziehungsweise was die Zunge machen muss, damit ich es später auch aufs Instrument übertragen kann. Es gibt verschiedene Herangehensweisen an die Doppelzunge. Manche machen es mit den Silben Ta, Ka, manche machen es auch mit Dü, Gü. Ich mache meistens Tü, Kü. Das klingt für mich am besten und ich fühle mich dann auch in der Zungenbewegung am wohlsten. Das heißt, unsere erste Übung ist erstmal die Zunge darauf zu trainieren, diese Bewegung zu machen. Wir können das mal machen, ich mache euch das vor. Ich mache das immer so. Und ich merke schon, wie die Zunge an Bewegung gewinnt, wie die Bewegung immer selbstverständlicher wird und die Zunge diese Bewegung machen kann, ohne dass es sich fremd anfühlt. Und dann habe ich den ersten Schritt schon gewonnen. Ihr habt auch gehört, dass die Luft immer nach außen geflossen ist. Na klar, ich brauche den Klang ja später am Instrument. Das heißt, wenn ich meine Zunge jetzt anfänglich mit dieser ersten Übung trainiere, nehme ich gleich den Luftfluss, den Luftstrom nach außen dazu, damit ich dann später nicht Probleme auf der Trompete bekomme. Der Hals geht zu, die Stimmbänder machen den Kanal dicht, den Luftkanal. Und ich habe dann eine neue Baustelle, die ich anfangen muss, wieder zu schließen. Deswegen gleich von vornherein Zunge, Luftfluss, beides gehört dazu. Gleich beides trainieren, dann geht es auf der Trompete später auch schneller vorwärts. Wenn die Zunge sich an diese Bewegung gewöhnt hat, geht natürlich der nächste Schritt ans Instrument. Ich nehme mir dafür wieder einen bequemen Ton, das ist mein G1, und ich versuche diese Zungenbewegung mit dem Ausatmen auf dem Instrument zum Klingen zu bringen. Und so funktioniert es auf dem einen Ton. Wenn ich es auf einem Ton trainiert habe und dann auch schon kann, hole ich mir noch einen naheliegenden Wechselton, dann nehme ich jetzt das Fis 1 dazu und dann hört sich die Übung folgendermaßen an. So, und wenn ich das mit dem Wechselton kann, wechsle ich zwischen den Tönen früher hin und her. Klingt dann so. Jawohl. Wenn ich das kann, erweitere ich natürlich den Tonraum, nehme anstelle von dem Fis das F, das E, das S und gehe nach unten. Wenn der Tonabstand größer wird, wird es natürlich auch dementsprechend schwerer, aber ohne Probleme kann man natürlich auch dann nach oben gehen, nimmt anstelle von dem Fis-Wechselton das As, A und so weiter und so fort. Wichtig ist, wenn man die Doppelzunge auf dem Instrument macht, dass man nicht immer nur in dieser bequemen Mittellage bleibt, sondern dass man den Tonraum auch erweitert und zum Beispiel anfängt, die Doppelzunge zu spielen auf dem C2. Na, ist alles ein bisschen anders eingestellt, der Luftkanal ist anders, die Zungenposition ist anders, der Ansatz ist anders und dann kann man sich auch anhand von diesen höheren Tönen oder auch tieferen Tönen die Doppelzunge auch in den anderen Lagen antrainieren. Die schwierigste Stufe jetzt bei dieser Doppelzunge ist nicht, dass man auf einem Ton anstößt, sondern dass man die Zunge mit den Wechseltönen in Verbindung bringt. Das heißt, ich nehme mir dafür jetzt eine leichte Tonleiter, das ist für mich die G-Dur-Tonleiter, allerdings nur die ersten 5 Töne, also G1 bis D2 und taste mich da auch wieder langsam heran. Ich mache erst jeden Ton 4-mal im Zungenanstoß und dann jeden Ton 2-mal im Zungenanstoß und danach hat jeder Ton seinen eigenen Anstoß und ich bewege mich dementsprechend schnell in dieser Quinte. Los geht's, erst 4, dann 2, dann 1. Jawohl, und jetzt kommt noch jeder Ton einzeln angestoßen.
jeden Ton einzeln anstößt, ist es immer am Anfang etwas schwierig, dass man die Finger mit der Zunge gut koordiniert. Was da oft passiert ist, dass man gerade dann, wenn das Ventil auf dem Weg nach oben oder auf dem Weg nach unten ist, also auf dem halben Weg ist, stößt man mit der Zunge an. Das heißt, das Rohr der Trompete ist nicht frei, sondern entweder komplett verstopft oder halb verschlossen, und dann kommt diese Bewegung, die man gerne spielen möchte, nicht zustande. Man nimmt dafür dann das Tempo etwas raus, geht aber noch im Tempo so schnell vorwärts, dass man die Doppelzunge auch noch benutzen kann und nicht wieder in die Einfachzunge zurückverfällt. Also gutes Tempo, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Die Doppelzunge muss im Einsatz sein, und dann versuche ich, die Bewegung auf die Tonleiter zu übertragen. Man kann natürlich die Übung auch unterteilen, indem man zum Beispiel erstmal aufwärts spielt. Das klingt dann so. Und danach nimmt man die Abwärtsbewegung. Und danach. Und danach lässt man es eben laufen. Tempo nach oben natürlich anpassen, so schnell wie man es kann. Immer aufpassen, dass man das, was man auf der Trompete macht, kontrollieren kann. Das heißt, mit Verstand dabei sein, dass es kein Zufallsprodukt ist, sondern dass ich auf das Geübte auch zurückgreifen kann. Das heißt, im Endeffekt dann die Doppelzunge auf die Bühne bringen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einstieg in die Doppelzunge geben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte auf alle Kommentare, das ist doch selbstverständlich. Alle anderen Kontaktdaten und so weiter und so fort, was man noch wissen muss, Homepage, Weiterleitung und so weiter und so fort, alles in der Videobeschreibung. Lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich natürlich ungemein. Wir sehen uns zu einem nächsten Video, bis bald und ciao!